In der Türkei haben sich 6 Parteien mit dem Ziel zusammengesetzt, eine gestärkte parlamentarische Demokratie einzuführen. Nach dem Militärputsch von 1980 wurde in der Türkei das parlamentarische Regierungssystem eingeführt. Dieses hatte in der Türkei jedoch viel mehr den ausländischen Lobbyisten und weniger dem türkischen Volk gedient. Deshalb hatten schon frühere Präsidenten wie Özal, Schiller und Erbakan, aber auch bekannte Wirtschaftsvertreter wie Sabancı sich für eine Präsidialdemokratie ausgesprochen. Diese Vorhaben wurden jeweils durch einen Militärputsch verhindert. Nach jedem Putsch gab es in der Türkei mehrere Jahre ein Hybridregime, welches die Türkei im Demokratieindex in die hinteren Ränge verbannte. Ein Hybridregime besteht dann, wenn in einem Land eine eingeschränkte, also parlamentarische Demokratie durch ein autoritäres Militärregime geführt wird. Das ist keine Demokratie. Das endete 2004 durch die damals neu gewählte AKP-Regierung, welche dem Militär die Macht entzogen hatte. Damals endete die CHP-Herrschaft. Die AKP demokratisierte das Land, indem das Volk selbst an der Urne den Präsidenten wählen durfte. Bei Wahlen orientiert sich das türkische Volk am Parteiprogramm der Kandidaten. Diese 6 Parteien möchten mit ihrem ausgearbeiteten System eine parteilose Führung, die maximal 7 Jahre regieren darf. Aber damit entziehen sie dem Wahlvolk nicht nur die gewünschte Zielrichtung der Politik, sondern auch die Möglichkeit, nach 5 Jahren eine Wahl des Vertrauens für eine zweite Amtszeit durchzuführen. Das parlamentarische System soll das Parlament stärken, heißt es von der Opposition. Denn so können Ministerpräsident und die Minister besser kontrolliert werden, was wiederum nicht dem Volk, sondern den Lobbyisten zugutekommen würde. Das zeigt auch die Gaspolitik in Deutschland. Mit dem parlamentarischen Regierungssystem werden aus 3 Gewalten wieder nur 2 Gewalten, weil die Legislative und Exekutive im Parlament vereint sind. Selbst die obersten Richter werden so nur noch vom Parlament ernannt, während Richter in der Präsidialdemokratie von 2 getrennten Gewalten gewählt werden. Und wenn es keine Parteizugehörigkeit mehr geben soll, dann macht die Wahl des Präsidenten durch das Volk auch keinen Sinn mehr. Denn die politische Zielrichtung ist dann in der Kandidatur nicht mehr von Bedeutung. Die Regierungssysteme weltweit zeigen, welche Länder wirklich gestärkt auftreten und Aufschwung erleben. Es sind dies Präsidialdemokratien, wie in den USA. Also Regierungen, welche nicht nur der Präsident unterstützt, sondern auch das türkische Volk im Jahr 2017 in direkter Demokratie an einem Referendum zugestimmt hatte. Da muss die 6er Opposition ihre Hausaufgaben für mehr Demokratie noch machen.